Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich dir 4 leckere Mocktail-Rezepte, die du ganz leicht selber machen kannst. Diese alkoholfreien Cocktails eignen sich perfekt für heiße Sommertage und für besondere Anlässe. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes zeige ich euch einen fruchtigen Ipanema, auch bekannt als Virgin Caipirinha. Hierfür schneide ich eine Limette in Achtel und gebe hiervon 6 Stücke, ihr könnt natürlich auch mehr nehmen, in ein großes Glas. Zu den Limetten füge ich nun 2 Teelöffel Rohrzucker und zerdrücke sie leicht, um die Aromen der Limetten und der Minze freizusetzen. Statt eines Barstößels verwende ich hier den Stößel eines Mörsers, ihr könnt aber auch zum Beispiel den Stiel eines Kochlöffels benutzen. In den Ipanema gehört jetzt je nach Glasgröße und Geschmack noch 50 bis 80 ml Maracuja-Saft. Da ich das Aroma der frischen Früchte bevorzuge, gebe ich das Mark einer Maracuja in ein kleines Sieb und drücke den Saft mit Hilfe des Stößels aus. Anschließend fülle ich das Glas zu etwa 3/4 mit Eis und fülle es mit Ginger Ale auf. Damit sich die Aromen gut mischen, rühre ich das Getränk mit einem langen Löffel durch und verziere das Glas mit einer Limettenscheibe. Zum Schluss kommt noch ein Strohhalm hinein und der fruchtige Ipanema ist fertig zum Genießen. Als zweites zeige ich euch meinen Favoriten, und zwar einen Virgin Mojito. Für den Mojito schneide ich wieder eine Limette in Achtel und fülle sie in ein großes Glas. Dazu gebe ich noch 8 bis 10 Minzblätter und 2 Teelöffel Rohrzucker. Die Zutaten zerdrücke ich leicht, sodass sich der Saft mit den Aromen der Limette und der Minze vermischt. Jetzt gebe ich die Eiswürfel hinein und fülle das Glas mit einer leichten Zitronenlimonade auf. Viele schwören hier aber auch auf Sprite oder 7-Up. Mit Hilfe eines langen Löffels mische ich das Getränk durch, gebe einen Strohhalm hinein und verziere das Glas mit einer Limettenscheibe und etwas Minze. Und so sieht mein erfrischender Durstlöscher, der Virgin Mojito, aus. Als drittes zeige ich euch einen sehr fruchtigen Mocktail, und zwar einen Mango Maracuja Mojito. Hierfür schäle ich zunächst eine reife Mango und entferne den Kern. Für ein 350 ml Glas braucht ihr etwa eine halbe Mango. Achtet darauf, dass sie wirklich reif ist und einen guten Geschmack hat. Ich habe das Fruchtfleisch dann in einem Multizerkleinerer gehackt, ihr könnt es aber auch mit einem Pürierstab oder in einem Mixer pürieren. Jetzt nehme ich wieder ein großes Glas und gebe hier etwa ein Viertel der Zitrone in kleinen Stücken hinein. Zu der Zitrone füge ich 2 bis 3 Teelöffel Rohrzucker und 4 Blätter Minze.
Die Zitrone und die Minzblätter zerdrücke ich leicht und gebe dann 6 gehäufte Esslöffel von dem Mango-Püree hinein. Anschließend drücke ich noch den Saft einer Maracuja in das Glas, das wirkt als Geschmacksverstärker für den Geschmack der Mango. Das Glas fülle ich zu 3/4 mit Eiswürfeln und mit einer leichten Zitronenlimonade auf. Das Getränk mische ich mit einem langen Löffel durch und verziere das Glas mit einer Zitronenscheibe und etwas Minze. Zum Schluss kommt noch ein Strohhalm hinein und einer fruchtigen Erfrischung steht nichts mehr im Wege. Als viertes und letztes Mocktailrezept zeige ich euch einen Wassermelonen Energy Mojito. Für ein großes Glas braucht ihr etwa 300 Gramm Wassermelone. Achtet darauf, dass sie wirklich reif ist und einen guten Geschmack hat. Die Wassermelone schneide ich in kleine Stücke und fülle das Glas zu etwa 3/4 mit den Melonenstücken. Dann gebe ich eine Prise Salz, das ist optional, und einen Teelöffel Rohrzucker hinzu, zerdrücke die Melonenstücke mit dem Stößel und stelle das Glas einige Minuten in den Kühlschrank. Als nächstes nehme ich hier wieder ein großes Glas und gebe einen Teelöffel Rohrzucker hinein. Zu dem Zucker füge ich noch 4 Zitronenscheiben und ungefähr 6 bis 8 Blätter frische Minze. Die Zutaten zerdrücke ich leicht mit dem Stößel und gieße nun den Saft der zerdrückten Wassermelone durch ein Sieb direkt in das Glas. Die Zutaten mische ich mit einem langen Löffel durch und gebe so viel Eiswürfel in das Glas, dass es zu 3/4 voll ist. Zum Auffüllen nehme ich hier einen Energy Drink, das hat einen sehr angenehmen Geschmack und gibt diesem Mocktail einen extra Energiekick. Zum Verzehren nehme ich hier ein Stück Wassermelone, dann kommt noch der Strohhalm und etwas Minze hinein und fertig ist ein fruchtiger und erfrischender Wassermelonen-Mojito. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!